Danke, Blanche, aber ich weiß, wie man Müll trennt. Wir leben nicht wie Wilde in Großbritannien. Haha, natürlich. Trotzdem, in Deutschland nehmen wir die Mülltrennung sehr ernst. Jeder im Gebäude durchläuft eine Schulung. Na gut, zumindest werde ich den Hausmeister kennenlernen. Und hier findest du alle Müllcontainer. Papier, Plastik, Glas, Biomüll und Restmüll. Es ist wichtig, dass du den Müll richtig trennst. Und im Hinterhof organisiere ich die Sammlung von Elektroschrott, damit es für die Hausbewohner einfacher ist, alte Glühbirnen, Kabel oder Batterien zu entsorgen. Ganz praktisch für einen IT-Typen, oder? Oh ja, das ist sehr nützlich. Das ist meine Katze Mitzi. Aber denk dran, die oberen Boxen sind tabu, das sind meine Pfandflaschen und Dosen. Okay, ich werde sie nicht anfassen, versprochen. Aber falls der Preis für Aluminium plötzlich in die Höhe schießt, passen Sie bitte gut darauf auf. Tom, darüber macht man keine Witze. Naja, alles klar. Es war nett, Sie kennenzulernen, Herr Müller. Guten Morgen, Herr Müller. Guten Morgen, Blanche. Ihr habt ein Problem. Oh, was ist passiert? Gestern hat jemand meine Pfanddosen durcheinander gebracht und eine davon in den Elektroschrottbehälter geworfen. Und ich weiß, dass es einer von euch war, weil alle anderen im Urlaub sind. Oh, das ist seltsam. Wir wissen doch alle, wie man Müll trennt. Es ist mir egal, wie oder warum das passiert ist, aber ich werde so ein Chaos nicht tolerieren. Oh, ich werde sicher mit meinen Freunden nachfragen, aber ich bin mir sicher, dass das ein Versehen oder Missverständnis war. Du solltest besser herausfinden, wer das getan hat und es mir in den nächsten 48 Stunden melden, sonst bekommt jeder von euch eine Warnung. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Danke fürs Melden. Ich lasse es Sie wissen, wenn ich etwas herausfinde. Einen schönen Tag noch, Herr Müller. Du solltest keine Zeit verschwenden. Einen schönen Tag noch. Leute, Notfall. Unser Hausmeister hat gesagt, dass einer von uns seine Pfanddose in den Elektroschrott geworfen hat. Alle anderen sind weg, also muss es einer von uns gewesen sein. Wir haben 48 Stunden Zeit, um es zu gestehen, sonst bekommt jeder von uns eine Verwarnung. Oh, das sind keine guten Nachrichten. Wir müssen sofort ermitteln. Oh nein, ich habe schon 2 Verwarnungen. Okay, helft mir zu verstehen, warum ist das so ein großes Ding und was bedeutet das mit den Verwarnungen? Herr Müller ist sehr empfindlich, wenn es um die Einhaltung der Hausordnung geht. Jede Regelverletzung bedeutet eine Verwarnung. 3 Verwarnungen. Und du bist raus. Ganz genau. Er ist ein guter Freund unseres Vermieters, der immer auf ihn hört. Wir könnten unseren Mietvertrag verlieren. Ernsthaft? Kein Scherz, Herr Müller scherzt nie. Nie im Leben. Okay, was machen wir jetzt? Hände hoch, wer es war, selbst wenn es nur ein Streich war. Das macht keinen Sinn. Warum sollte der Täter sich melden, wenn die Strafe so streng ist? Also, wie lösen wir das? Ich schlage vor, dass Blanche zur offiziellen Ermittlerin ernannt wird. Blanche, du wolltest doch mal Detektivin werden. Du schaust dir alle Krimiserien an und du hast das beste Auge für Details. Wenn jemand den Fall lösen kann, dann du. Ja. Stimmt. Ich fühle mich geehrt, Leute, aber... Okay, ich mach's. Es geht um eine Untersuchung, daher muss ich jeden von euch einzeln befragen. Ich werde euch Termine schicken, seid bitte pünktlich. Ich werde eine Zeitachse und Profile der Verdächtigen erstellen. Wenn ich nur Zugang zu einem Polizeilabor hätte, um Fingerabdrücke zu analysieren. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Wisst ihr, wer auch keine Witze macht? Blanche. Bibi, ich glaube, du hast einen Drachen entfesselt. Jetzt tut es mir schon leid. Okay, was hast du gestern zwischen 16 Uhr und 8 Uhr morgens gemacht? Ich war die ganze Zeit bei dir, außer als ich einkaufen war. Das weißt du doch. Und während des Einkaufs bist du da in die Nähe des Elektroschrottcontainers gekommen? Nein. Gibt es Zeugen, die das bestätigen können? Nein. Aber ich habe dich gefragt, ob du mitkommen willst. Aber du hast gesagt, du hast keine Zeit. Also kein Alibi für die Zeit zwischen 18 und 19 Uhr. Blanche, ich schwöre, ich war es nicht. Ich habe schon 2 Verwarnungen. Warum sollte ich also mit Herrn Müllers Pfanddosen herumspielen? Sag du es mir.
Vielleicht wolltest du Herrn Müller heimlich ärgern, weil er dir extra Aufgaben gegeben hat, um deine Verwarnungen zu löschen. Aber du hast einen schlechten Zeitpunkt für deine Rache gewählt. Blanche, selbst wenn ich solche Rachegedanken hätte, bin ich doch nicht dumm. Ich würde das nicht machen, bevor ich nicht wenigstens eine Verwarnung gelöscht bekomme. Oh nein, welches ist Plastik und welches ist Restmüll? Ich darf keinen Fehler machen. Tom, Ja, Frau Kommissarin. keine Witze während der Untersuchung. Du weißt doch, ich kann nicht anders. Eben. Und jetzt mal ernsthaft. Wir beide wissen, dass das hier genauso aussieht wie einer deiner klassischen Streiche. Herr Müller erklärt dir die Regeln und sagt, du sollst seine Dosen nicht anfassen. Und zack, am nächsten Morgen ist eine seiner Dosen vertauscht. Ah, ich gebe zu, das sieht verdächtig aus, aber es gibt einen Haken. Was ist der Haken? Meine Streiche sind viel besser als das. Wenn ich einen Streich mit Herrn Müllers Dosen gemacht hätte, hätte ich eine Pyramide aus ihnen vor seiner Tür gebaut. Oder ich hätte eine Notiz mit Schatzsuche-Anweisungen hinterlassen, um sie zu finden. Okay, und wer glaubst du, hat es dann getan? Möglicherweise war es seine Katze. Schande über dich, Tom. Ein Tier in die Falle anziehen. Okay, das reicht. Du bist entlassen. Hast du eine Idee, wer es getan haben könnte? Ich bin mir nicht sicher, aber in letzter Zeit habe ich Paolo ziemlich oft in der Nähe des Elektroschrottcontainers gesehen. Okay, ja. Ich gebe zu, dass ich zu viele Einwegbatterien benutze, obwohl ich wieder aufladbare hätte kaufen können. Es tut mir leid, ich bin daran schuldig. Aber ich habe keine Ahnung, wer die Dose falsch in den Müll geworfen hat. Damit habe ich nichts zu tun, das schwöre ich. Wer hat mich verraten? Es war Bibi, oder? Seit sie mit ihrem letzten Freund Schluss gemacht hat, leiht sie sich ständig Batterien von mir. Erst wusste ich nicht warum, aber jetzt denke ich, sie wollte mich nur täuschen. Sie wusste, dass ich schon 2 Verwarnungen habe. Und das Beste, als öko-verrücktes Mädchen würde sie niemals verdächtigt werden. Haha, wenn ich gewusst hätte, dass es so einfach ist, Paolo auf diese Weise loszuwerden, hätte ich es schon längst getan. Aber im Ernst, nein. Ich tue vielleicht so, als würde ich wollen, dass Paolo auszieht, aber eigentlich ist es lustiger, ihn hier zu haben. Zum Beispiel, um ab und zu seine Pizzalieferungen zu klauen. Also bist du der Pizzadieb und ich habe mich schon so oft bei der Lieferfirma beschwert. Als ob du ein Heiliger wärst, nachdem du gestern mit einer anderen Frau nach Hause gekommen bist. Mit einer Frau? Paolo hat gesagt, er sei mit Tom nach Hause gekommen. Nein, das war definitiv eine Frau. Oh, ups. Aber wenn Tom nicht mit dir nach Hause gekommen ist, Paolo, wann ist er dann nach Hause gekommen? Du solltest besser Tom fragen. Okay, ich bin nicht mit Paolo nach Hause gekommen. Ich war gestern Abend in einer Kneipe und ich erinnere mich nicht genau, wie oder wann ich nach Hause gekommen bin. Ich bin heute Morgen einfach in meinem Bett aufgewacht. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Tom, das sieht nicht gut für dich aus. Aber ich weiß, dass ich es nicht war. Ich habe ein Alibi, meinen GPS-Tracker. Sieh mal, die Daten zeigen, dass ich direkt in unser Apartment gegangen bin. Ich wollte nur kein großes Aufheben darum machen, also habe ich Paolo gebeten, für mich zu decken. Das ist alles. Ein GPS-Tracker ist kein Zeuge. Du hättest dein Handy auf dem Treppenhaus liegen lassen, einen Umweg gemacht und es dann wieder abgeholt. Ja, ein IT-Typ lässt sein Handy unbeaufsichtigt. Unmöglich. Okay, dann hatte Tom vielleicht einen Komplizen. Blanche, das gerät außer Kontrolle. Es geht um uns. Deine Freunde, erinnerst du dich? Du treibst diese Untersuchung zu weit. Ja, und wie wissen wir überhaupt, dass du es nicht warst? Weil Blanche Regeln liebt. Es gibt keine Möglichkeit, dass Blanche freiwillig Regeln bricht. Es sei denn, sie wurde bedroht oder unter Druck gesetzt. Jemand zwingt Blanche, um den Müll beim Hausmeister zu verwechseln. Was für ein Gauner. Seien wir ehrlich, wir haben keine Idee. Aber wir müssen das klären, sonst bekommt jeder von uns eine Verwarnung. Erinnert ihr euch? Ich kann keine weitere Verwarnung bekommen. Okay, wenn es so schlimm ist, gebe ich die Schuld auf mich. Auch wenn es nicht meine Schuld ist. Wenn es hilft, Paolo zu retten und diesen verrückten Fall zu schließen, bin ich bereit dazu. Das ist unglaublich mutig und edel von dir. Es ist ungerecht, aber edel. Es ist Zeit. Ich werde mit dir zum Hausmeister gehen.
Na? Herr Müller, wir sind gekommen, um Ihnen zu sagen, dass... Wir sind gekommen, um Ihnen zu sagen, dass es offensichtlich Ihre Katze war. Oh, Mitzi, komm her. Endlich ist der Fall gelöst. Ich bin so glücklich. Okay, ich muss die Dosenbox woanders hinstellen. Na gut, für dieses Mal. Schönen Tag. Das erinnert mich daran, sagt Paolo bitte, dass ich seine Verwarnungen zurückgesetzt habe. Er hat seine Hausarbeiten gut erledigt, also hat er wieder eine saubere Akte. Ich hoffe, das bleibt so. Danke fürs Anschauen. Heute haben wir gelernt, dass Paolo aufladbare Batterien benutzen sollte, Bibi Paolo eine Pizza schuldet, Tom seinen Alkoholkonsum im Griff haben sollte und ich meinen Freunden vertrauen kann. Also, bis bald.